Take a look inside, feel the spark. Legends rising from the dark. Dark on black, where the legends live on. High-end treasures in a world of icons. Dark on black, every detail, every line. Moments captured here in time. See you in the details. Ja, moin zusammen und willkommen in der Rancor-Höhle. Diesmal zu einem etwas anderen Video. Und zwar geht es heute nicht um einen speziellen Artikel oder einen Hersteller oder ähnliches, sondern bin ich auch immer wieder oft und gerne auf Trödelmärkten unterwegs und stöber da nach dem einen oder anderen. Also ich habe da meistens nie ganz konkrete Listen, die ich abarbeite oder so, sondern was halt gefällt, was ins Auge sticht, was in die Sammlung passt. Und das muss auch noch nicht mal mit Figuren oder Merch zu tun haben, ne, sondern auch Bücher, äh, Aushangfotos, alles Mögliche dann halt. Ne? Und ja, und in den vergangenen 2 Wochenenden war ich in Essen unterwegs. Da ist nämlich jedes Jahr Sommerfest an der Grugerhalle und am Grugerpark. Da ist dann vor der Grugerhalle so eine kleine Kirmes aufgebaut, ein Biergarten, ein Riesenrad, ja, halt so eine kleine Kirmes halt. Aber auch da ist es dann vom Weg von der Gruger weg hin zu einem alternativen Parkplatz. Da führt ein recht langer Weg runter bis zu diesem Platz. Und da ist auch ein, ja, sehr, sehr großer Trödelmarkt. Der erstreckt sich über volle 10 Tage. Teilweise halt mit Trödelhändlern, die sind dann fast jeden Tag da, aber auch Privatpersonen, die sind dann tagesweise dann oftmals nur da oder nur ein, 2 Tage. Das heißt also, wenn man das eine Wochenende da war, kann es durchaus sein, dass man am kommenden Wochenende drauf, ja, ganz andere Sachen sieht. Und ja, ich bin da tatsächlich sehr fündig geworden und wollte euch jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, was ich da so beim Stöbern ergattert habe. Und ja, den Anfang macht eigentlich das, was ihr jetzt sogar schon seht, und zwar dieses Millennium Falcon Star Wars T-Shirt. Das habe ich da erstanden. Ich glaube, das war noch nie getragen, zumindest sagten die Herrschaften das da. Aber ja, wie gesagt, ne, machten alle einen guten Eindruck. Ich bin bei Klamotten ja immer so ein bisschen pingelig auf Trödelmärkten. Aber ja, manchmal hat man auch einfach ein gutes Gefühl. Und ja, das Shirt gab es im Doppelpack zusammen mit diesem Forest Moon of Endor Shirt. Ja, beide zusammen, glaube ich, für 4 Euro oder so. Also da kann man definitiv nicht meckern. Dann, ganz interessant, finde ich ja auch immer Zeitzeugen. Und zwar haben wir hier eine Cinema. Das Kinomagazin gibt es ja heute auch noch. Und ja, das Besondere hier dran ist, die ist tatsächlich aus meinem Geburtsmonat. Also wirklich aus den End-70ern. Und sowas finde ich immer klasse. Also auch wenn man mal eine alte Bravo findet, 70er, 80er Jahre, das sind einfach Zeitzeugen. Und was ich sehr, sehr cool fand, ist, gerade in der Ausgabe ist, ich suche es mal eben raus, Vorbereitung ist alles. Das war nämlich Ende des Jahres 1979 und da kam Alien raus. Und da ist ein kleines Special mit drin, ich muss es mir noch mal in Ruhe durchlesen. Unter anderem auch ein kleines Interview mit Ridley Scott und auch der Designer Ron Cobb kommt da zu Wort. Also das ist wirklich ein richtig schönes Zeitdokument, eine schöne Erinnerung und man verbindet da auch was mit. Ja, toller Fund. Ich glaube irgendwie 1 Euro auf der Wühlkiste in so einem tollen Zustand, das macht einfach Spaß sowas. Ja, weil viele denken ja, sie haben Fort Knox Heiligtümer irgendwo und ne, man bekommt dann so Sachen mitgeteilt wie, ja, bei eBay kostet sowas 25 Euro. Ja, das ist dann gelistet vielleicht 3 Jahre lang oder so und keiner hat es gekauft. Aber ja, gut, so ist das dann entsprechend halt manchmal. Dann wieder kleiner anderer Themensprung. Da gab es einen Stand mit
mit Magazinen, und zwar mit Playmobil und Lego Magazinen. Kennt der eine oder andere vielleicht auch aus dem ganz normalen Zeitschriftenhandel. Das ist eigentlich halt das Kindermagazin, aber da sind ja entsprechend auch immer diese Lego Minifiguren mit bei. Ich bin jetzt nicht ein wirklicher Lego-Sammler und auch kein riesen Lego-Fan. Also ich habe das eine oder andere Set, was mir halt gefällt, das hab ich hier zu Hause, das habe ich gebaut, weil ich da Spaß dran habe. Aber ja, das ist jetzt nicht so mein Hauptsammelgebiet. Was ich aber ganz cool fand, zum Beispiel, ja, gerade aus aktuellem Anlass, da gab es ein Magazin mit dem guten alten Dr. Alan Grant. Nochmal hier, Ruhe in Frieden, Sam Neill. Und dazu halt so ein, ja, ein kleines Spielset, wie so ein kleines Dino-Diorama, was so eine Ausgrabung halt darstellen soll. Ja, ist ganz witzig. Wie gesagt, die hauen die Magazine da, ich glaube, für um die 2 Euro raus. Und ja, wenn man da dann halt mehrere kauft, bekommt man dann auch nochmal einen Rabatt. Also das kann man dann schon mal machen. Dazu noch ein bisschen was aus dem Comic-Universum. Auch da, ich bin jetzt nicht der riesen Comic-Fan, aber gerade alles, was so Batman angeht beispielsweise, da gab es dann hier Batgirl, fand ich ganz cool. Und natürlich noch einen Joker. Star Wars Bereich war auch noch ein bisschen was da. Da habe ich auch die eine oder andere Minifigur schon mal mitgenommen. Und zwar hier haben wir nochmal einen Tusken Raider. Ja, sind schon ganz witzig gemacht. Also, ne, die kann man immer irgendwo mal so hier platzieren, da platzieren, so als kleinen Gag. Ist eine ganz coole Geschichte. Und jetzt läuft ja aktuell wieder was im Marvel-Bereich. Ja, ich bin ja halt nicht so der Riesen-Marvel-Fan. Das ist einfach irgendwie alles zu viel und diese Fließbandproduktion, also der eine oder andere macht halt Spaß. Was ich aber ganz cool finde und fand, waren immer schon so, ja, die Bösewichte, die gerade auch bei Spider-Man. Spider-Man finde ich richtig cool. Bin allerdings so eher Team Tobey Maguire und den ersten mit Andrew Garfield fand ich auch gut. Die Tom Holland-Filme, boah, ich muss mir die noch mal ganz in Ruhe geben. Na, die haben mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Aber da haben wir aus dem Spider-Man-Universum einmal einen Green Goblin mit einem kleinen Mini-Gleiter. Dann haben wir Mysterio. Also ich schaue immer so, was ich an Spider-Man Bad Guys so finde für kleines Geld, und dann ja, hole ich mir die immer nach und nach. Ja, und natürlich ganz witzig gemacht auch mit den Armen ein Dr. Octopus. Was haben wir noch? Ja, dann tatsächlich doch nochmal so ein bisschen Avengers-mäßig auch nochmal schwach geworden. Ein Iron Man gab es, der hat sogar ein aufklappbares Visier mit dem Gesicht von Tony Stark dahinter. Fand ich auch ganz witzig. Dann noch einen normalen Iron Man hier mit so ein paar abnehmbaren Effekten, so ein Flugeffekt oder so Blaster-Effekte und so. Ja, wie gesagt, für einen schmalen Taler ganz niedlich. Dann noch, um das Team vollständig zu kriegen, einen Captain America. Fragt mich jetzt nicht, aus welcher Filmversion oder aus welchem von den Teilen der ist. Die haben ja dann immer unterschiedliche Outfits und so, ist mir auch relativ egal. Ja, ist halt immer ganz witzig. Und auch hier nochmal der Donnergott mit dem dicken Hammer, der Thor. Jo, ging tatsächlich noch ein bisschen weiter mit Lego. Und zwar habe ich da auch noch einen Stand gefunden. Da habe ich noch dieses Set original verpackt gefunden. Und zwar, das war halt noch komplett geschlossen. Das, wie heißt es denn offiziell? Das ist ein offizieller Name. Classic Animation Scenes heißt es. Also es ist so ein kleiner Retro-Fernseher mit 2 Filmszenen mit bei, die man auswechseln kann. Das gab es
seinerzeit im letzten Jahr, das ist ein sogenanntes Gift with Purchase bei Lego. Das heißt, da gibt es immer wieder so Aktionen, wenn man ein bestimmtes größeres Set kauft oder bis zu einem mit einem bestimmten Mindestbetrag einkauft, dann bekommt man das halt gratis dazu. Offiziell werden die immer für so 20 € gelistet, kann man aber nicht einzeln kaufen. Ja, und wie das dann halt bei solchen Sets ist, viele gehen her, nehmen diese Dinger mit und hauen es dann für doppelte, dreifache, vierfache bei eBay rein. Da gibt es dann so ein paar spezielle Sets, die ja, teilweise über 100 € schießen, weil sich da manche mit bereichern wollen. Und ja, das ist eigentlich eine Frechheit. Das hier wird noch relativ günstig gehandelt. Ich glaube, im Schnitt liegen die bei eBay so bei 30 €. Ja, ich habe da aber knapp die Hälfte von bezahlt. Für original verpackt kann man das mal machen. Und ich habe es natürlich schon aufgebaut. Da kann ich ja nicht wirklich warten. Und es ist wirklich eigentlich ganz süß gemacht. Ja, jetzt ist mir da hier was abgegangen. So. Und da hat man das kleine Set. Ja. Was immer ein bisschen schade ist, dass ja gerade hier dieser Disney-Schriftzug wieder ein Sticker ist. Da ist ja Lego ganz weit vorne, die Teile nicht zu bedrucken. Immer ein bisschen schade. Aber gut, kann man machen. Sieht man jetzt auch nicht so extrem, dass es bedruckt ist. Und der Clou ist halt, man kann dieses Fenster auswechseln. Und es gibt diese zusätzlichen Szenen dabei. Und zwar haben wir da einmal eine Toy Story Szene mit Minifigur, Woody dabei. Ja, ist mit dem normalen Lego-Kopf. Sieht ja nicht ganz so nach Woody aus, eher nach einem Woody-Cosplayer. Aber ja, gut. Ich finde es halt ganz, ganz spaßig gemacht. Toy Story ist ein ganz toller Film. Und ja, wenn man da so ein kleines Stück zu hat, ist das ja auch nicht verkehrt. Man kann das dann hier einfach von hinten so reinschieben. Und dann hat man halt da die Szene in der Glotze. Und als zweite Szene ist nochmal eine Szene aus dem Lion King dabei mit einer kleinen Simba-Minifigur auf dem Felsen. Auch recht schön gemacht. Ja, kann man dann auch hier einfach so reinsetzen. Und dann läuft der Lion King im TV. Ja, wie gesagt, ganz niedliches kleines Set. Bisschen Disney geht immer. Das kann man dann ruhig mal machen. So, aber es gibt natürlich auch noch andere Sachen, die einen dann soweit interessieren. Zum Beispiel habe ich hier ein bisschen was aus der Heimat. Sowohl ja, Herkunfts- als auch Familiengeschichte. Und zwar ein Zechenbuch. Ja, viele wissen ja, ich bin ein Pottkind. Man hört es ja wahrscheinlich auch raus. Und ja, ich mag halt auch Bücher über Stadtgeschichte, solche Bildbänder, gerade auch aus den Zeiten, in denen man aufgewachsen ist, was man dann bewusst auch schon mitbekommen hat. Oftmals geht das ja noch etwas weiter in die Vergangenheit und immer mal wieder taucht ein Buch auf, was so um die 80er, 90er, 2000er erschienen ist. Und ja, man hat dann hier einen schönen Überblick über diverse Zechen. Ich schaue mal eben, was man jetzt hier so zeigen kann. Es ist natürlich viel Text, also ja, zum Beispiel in Essen recht bekannt Zeche Zollverein. Auch ein bisschen die Geschichte dahinter. Auf jeden Fall ein schönes Zeitzeugnis. Ja, unter anderem auch die Zeche mit drin. Da haben wir sie auch unter anderem. Da werden 3 Zechen behandelt auf der Doppelseite, wie man hier sieht. Ja, und das Interessante dabei ist halt, dass ja, mein Opa hat auf eine von diesen Zechen halt sehr, sehr lange als Bergmann gearbeitet. Und ja, Gott hab ihn selig, aber so hat man irgendwie auch so ein Stück der ja, Familiengeschichte, wenn man so möchte. Auf jeden Fall sind das solche Funde, über die ich immer sehr, sehr gerne stolper und dann auch immer gerne mitnehme. Ja, wir bleiben bei Büchern. Ein kleiner Wühlkistenfund für 2 €. Ein schönes Buch aus dem Taschenverlag.
so ein kleines Kompendium, die besten Filme der 80er Jahre. Auch ein sehr schönes Buch mit ja, diversen Filmen und Franchises drin, mit denen man auch groß geworden ist. Da sind auch noch ein paar ja, Geheimtipps drin oder Bücher, die ich halt selber, nicht Bücher, natürlich Filme, die ich auch teilweise noch nicht gesehen habe, vielleicht vom Namen her oder von der Handlung kennen. Gut, hier zum Beispiel Zurück in die Zukunft. Also das ist dann immer ein kleiner Abriss von diversen Filmen. Hier haben wir auch noch mal was zu Ghostbusters. Wirklich ein empfehlenswertes Buch. Gibt es auch in der 70er und 90er Jahre Variante. Ja, da wird das Rad jetzt nicht neu erfunden. Vieles wird man davon schon kennen. Hier auch nochmal, auch einer meiner Lieblingsfilme, Blade Runner. Wirklich eine schöne Zusammenfassung, ein kleiner Schmöker, wo man das alles nochmal kompakt zusammen hat. Wie gesagt, Informationen, Backgrounds, Behind-the-Scenes-Geschichten. Ich weiß nicht, vielleicht steht doch noch mal was drin, was man so noch nicht weiß. Man hat ja im Laufe der Jahre ja, viel Literatur dazu gelesen, sich viel ja, auch angeeignet. Ja, da hat man einiges schon mitbekommen und weiß einiges, aber man lernt ja im Leben nicht aus und entdeckt immer wieder was Neues. So, dann ein weiteres Buch, diesmal ein Roman, davon kannte ich schon das Hörbuch und wusste gar nicht, dass es auch als gedruckte Variante gibt. Alien in den Schatten ist eine Geschichte, die spielt zeitlich zwischen dem ersten und zweiten Alien-Film, also innerhalb dieser, ich glaube, 50 Jahre, 54 Jahre, ich weiß es nicht im Kopf, wie lange Alan Ripley da durchs All geschwebt ist. Auf jeden Fall, wer es noch nicht gelesen oder das Hörbuch noch nicht gehört hat, ich möchte nicht spoilern, es spielt halt dazwischen, es kommen ein paar Charaktere vor. Das Ganze hat dann auch nochmal eine interessante Wendung, ist absolut empfehlenswert und werde ich mir dann auch alsbald nochmal zu Gemüte führen. So, Kuriosum Nummer 1, das konnte ich für 50 Cent das Stück nicht stehen lassen. Ich bin ja damals mit dem Filmsammeln und mit VHS-Kassetten angefangen und ja, das ist dann immer irgendwie ausgetauscht worden. Man fing an mit Kassetten, dann kam die DVD, man ist auf die DVD umgestiegen und dann ist man nochmal auf die Blu-ray umgestiegen. Ja, jetzt wird nicht mehr großartig umgestiegen auf, dass man sich die Filme nochmal zum dritten, vierten Mal holt, die man eh schon im Regal hat. In den meisten Fällen lohnt es sich ja auch gar nicht, gerade bei den älteren Sachen, die werden nur künstlich abgescaled. Aber gerade weil es die drei zusammen gab, fand ich es einfach klasse, die ja vor allem für 1,50 zusammen mitzunehmen. Und zwar die VHS-Kassettenversion vom Herr der Ringe. Einfach nur, um sie mit zu den Büchern, DVDs und Blu-rays zu stellen, dass man es irgendwie durch die Medien halt komplett hat. Fand ich einfach cool. Ja, wie gesagt, hätte ich da jetzt ein Geld für ausgeben müssen? Nein. Aber für 1,50 € war es mir den Spaß definitiv wert. Und ja, wenn man jetzt heute an diese dünnen Hüllen denkt und so, ich meine, das sind jetzt die Heimversion-Hüllen, die waren ja immer ein bisschen kleiner. Wer noch die Videothekenhüllen kennt, der weiß ja, die waren etwas größer, etwas massiver. Ja, die haben optisch noch mal ein bisschen was mehr hergemacht, aber so schon, ja, da hat man auch ordentlich was in der Hand. Und wie gesagt, auch mit den einheitlichen Rücken und so, das macht schon Spaß, sich das dann auch nochmal als Zeitzeuge hinzustellen. Ich weiß gar nicht, wann es die letzte Kauf-VHS von irgendeinem Film gab. War es vielleicht sogar im großen Stil Star Wars Episode 3, so um 2005, 2006 rum. Also da begann im Prinzip ja schon der Abgesang auf die Videokassette, die ja dann abgelöst worden ist durch die DVD. Und ja, Stichwort, eine DVD-Box habe ich auch für schmale 5 € ergattert, und zwar die 3. Staffel von der Muppet Show. Unter anderem sind da zu Gast Harry Belafonte und es gibt eine Folge, da ist Sylvester Stallone zu Gast. Muss ich mir auch nochmal in Ruhe angucken.
Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen, die Folge, aber ja, fand ich einfach cool. Gerade die späteren Muppet-Staffeln, da waren ja dann entsprechend Gäste da, wo man auch als deutscher Zuschauer was mit anfangen kann. In der ersten Staffel waren es ja mehr so US-Größen, soweit ich weiß, auch so US-Talkshow oder Showmaster. Die waren einem hier in Deutschland ja nicht wirklich ein Begriff. Ist ja sogar auch so gewesen, wenn in diversen Sitcoms die Leute referenziert worden sind oder erwähnt worden sind, ist ja in der deutschen Synchro, ja, sind die Namen dann ausgetauscht worden. Ne? Dann war Showmaster XY in USA, wurde dann hier mit, ich glaube sogar Thomas Gottschalk übersetzt oder sowas, um diesen Gag dann irgendwie hierhin zu übertragen. Aber das nur am Rande. Ja, cooler Fund. Muppet Show, immer wieder herrlich, zeitloser Klassiker. Weiter geht's mit Büchern, tatsächlich. Nochmal ein Kistenfund für 2 Euro. Harry Potter and the Cursed Child, zu Deutsch das verwunschene Kind, in der Screenplay-Adaption. Also das ist halt ja, ganz normal das Drehbuch zum Theaterstück. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich mag Harry Potter auch, aber ich habe mich noch gar nicht wirklich mit dieser Geschichte beschäftigt. Also ich habe mich da selber auch nicht gespoilert, keine Inhaltsangaben durchgelesen und Co. Ich wollte eigentlich mal die Aufführung sehen, war mir dann aber auch mit Fahrt nach Hamburg und allem zusammen. Also ist ja schon ein ordentlicher Preis. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Geschichte an einem schönen Sommerabend. Ich denke mal, das ist ja nicht allzu dick, da wird man das relativ schnell durchhaben. Was haben wir noch? Wollt ihr noch mehr Bücher? Ja, wir wollen noch mehr Bücher. Ja, ich habe hier alles so ein bisschen weiter weggelegt, weil ich ja manchmal ganz schlau bin. Wollte ja nicht sofort den Tisch so voll haben, aber dann gehen wir die jetzt einfach noch mal im Schnelldurchlauf durch. Und zwar habe ich 2 Dan Browns, und zwar Symbol und Origin. Habe ich selber auch noch nie gelesen. Gibt es eine kleine Geschichte zu? Ich glaube, Illuminati da vor ein paar Wochen bei uns im Bücherschrank gefunden in einem Top-Zustand. Und eine Woche später, ich glaube, Diabolus oder so. Und die Sache ist halt die sind alle aus dieser Bastei Lübbe-Edition und die haben alle halt ein ähnliches ja, Coverschema, ne, dass die optisch relativ einheitlich aussehen. Und da bin ich ja so ein bisschen monkig. Und ich denke mir so, ja, wenn ich die alle irgendwann mal zusammen habe, dann richtig schön einheitlich, dass die auch ja, im Regal irgendwie zusammengehörig aussehen. Ja, langsam wird es eng hier auf dem Tisch. Man sieht es ja schon. So, noch ein Klassiker-Roman. Weiß nicht, wer ihn kennt. Felidae. Richtig starke Geschichte. Geht um ja, einen Serienmord. Allerdings sind sämtliche Protagonisten Katzen. Und der Kater Francis macht dann halt Detektivarbeit, um entsprechend den Mörder zu finden. Und ja, gerät da in ein kleines Milieu aus Gangs etc. Richtig cool geschrieben. Gibt es auch eine Verfilmung zu aus dem Jahr 1994 als Zeichentrickfilm. Aber das ist definitiv kein Kinderfilm. Auch gut prominent besetzt ja, mit prominenten Sprechern in den Rollen. Also unter anderem Ulrich Tukur war es, glaube ich, Klaus-Maria Brandauer, Mario Adorf und ja, Helge Schneider. Und zwar nicht in einer witzigen Rolle, sondern in einer wirklich sehr passenden. Ja, definitiv macht das Spaß. Ja, vom Roman zum Film haben wir auch hier im letzten Roman, und zwar von Preston und Child, Relic. 1996 oder 97 kam entsprechend der Film dazu raus, das Relikt. In meinen Augen immer noch einer meiner liebsten Monster-Horrorfilme. Ich habe den vor einem Jahr, glaube ich,
Mal wieder geguckt, ist in meinen Augen sehr, sehr gut gealtert. Gute praktische Effekte, super Spannungsaufbau, auch ganz schön gory für eine 16er Freigabe zum damaligen Zeitpunkt. Und ja, jetzt bin ich mal gespannt. Bei Jurassic Park habe ich ja den Fehler gemacht, erst das Buch gelesen, dann den Film gesehen, wobei ich ja, wie auch schon erwähnt, den Film mittlerweile auch lieben gelernt habe für das, was er ist und man jetzt nicht alles eins zu eins vergleichen sollte. Und hier bin ich auch mal gespannt, inwieweit der von der Verfilmung abweicht. Also Lesestoff ist gesichert, jetzt muss man nur noch sich die Zeit dafür nehmen, um mal wieder ein bisschen zu schmökern. Also Rat an mich, mehr lesen und lohnt sich immer. Ich war früher eine richtige Leseratte, aber irgendwann, ja, ist das so ein bisschen abhanden gekommen. So, jetzt gibt es aber was anderes außer Büchern. Und zwar habe ich bei einem Händler ein paar Nintendo Amiibo-Figuren im losen Zustand gefunden. Und ich weiß nicht, wer die kennt. Ich hatte von denen schon beispielsweise diesen Mario. Den hatte ich bereits in der Sammlung. Und auch einen ziemlich coolen Donkey Kong. Und den fand ich auch richtig klasse. Das ist eine 30 Jahre Jubiläumsedition Mario in der Pixeloptik. Die waren bereits in der Sammlung. Und ja, dann habe ich einen Händler gefunden. Der hat mir ein schönes Viererpack fertig gemacht. Und zwar gab es einmal Luigi, Prinzessin Peach, Bowser und natürlich auch den ziemlich coolen Yoshi. Finde ich super drollig. Und ja, diese Amiibo-Figuren, die haben ja einen NFC-Chip mit drin. Und ich bin da jetzt nicht so tief in der Materie drin. Also klar, ich spiele Videospiele, aber ich habe mit diesen Nintendo Amiibos so jetzt nicht viel zu tun gehabt. Ich meine, man kann die dann auf eine Switch entsprechend stellen oder in die Nähe oder ähnliches und hat dann ja Bonus-Content in den Spielen, also zusätzliche Charaktere oder zusätzliche Skins für die Spielfiguren. Ja, aber ich finde die sehr, sehr schön gemacht. Sind nicht zu riesig, nicht zu klein und die gehen halt wirklich als Sammelfiguren durch. Und ja, ich habe für die vier jetzt zusammen, äh, was wollte er von mir haben? Ich glaube 28 € bezahlt oder so. Und die kosten ja neu um die 15 €. Und wenn die ja aus einer Serie sind, die nicht mehr hergestellt werden, dann, wie man halt beim Sammelgebiet so kennt, ist dann nach oben wieder keine Grenze gesetzt. Da kann so eine Figur auch schon mal 50 €, 60 € kosten. Und ja, das wäre es mir natürlich nicht wert. Aber so für die Videospielecke oder für die Nintendo-Ecke, Mario-Ecke bei mir, ähm, ist das absolut vertretbar. Ja, weiter geht's. Wir sind tatsächlich noch nicht fertig. Also an dem einen Tag irgendwie habe ich mich gefühlt wie so ein kleines Trüffelschwein. Ähm, Weil ich irgendwie in jeder Box was irgendwie so gefunden habe und da war was zwischen, da war was zwischen. Und ja, so macht Trödel auch Spaß, gerade auch wenn die Preise vernünftig sind, wenn die Leute gut drauf sind, man so ein bisschen schnacken kann auch. Und ja, ne, man nicht irgendwie einen Arm und ein Bein irgendwie für was bezahlen muss. Ja, da sind wir nochmal bei Büchern gelandet. Und zwar auch da in der Kiste dort entdeckt zwei Filmbücher für zusammen 5 € zum Herr der Ringe. Einmal zu den Gefährten Fellowship of the Rings, ein deutsches Making-of, wirklich im sehr schönen Zustand, auch mit Konzeptzeichnungen, Setfotos. Schauen wir mal, ob ich das einfach mal so blättern kann. Ne, Bilder von den Kostümen, nochmal Entstehungsgeschichte. Auch da vielleicht einiges schon gesehen. Manchmal auch diese Konzeptzeichnungen, die tauchen ja auch in diversen Büchern dann auch schon mal doppelt auf. Aber für den Preis kommt man
da definitiv nicht meckern. Dafür konnte ich die einfach nicht liegen lassen. Gerade auch Hardcover-Editionen finde ich ja immer bei den Büchern immer, also immer sehr, sehr toll. Das gleiche halt hier nochmal in der Variante für die zwei Türme. Jetzt habe ich natürlich ein Dilemma. Der hatte natürlich nur, was heißt nur? Er hatte nur die beiden Bücher zu den ersten beiden Filmen. Es gibt auch noch eins natürlich zu Rückkehr des Königs. Ja, wie das so ist. Man findet irgendwas und ja, direkt kommt wieder was anderes auf die Suchliste, weil wenn ich die beiden jetzt schon habe, dann möchte ich die, die Reihe eigentlich schon ganz gerne komplett haben. Aber wer weiß, irgendwann auf dem Trödel oder so findet man das bestimmt. Oder vielleicht mal günstig gebraucht. Ich habe mal geguckt, momentan werden die recht hoch gehandelt. Die dritte Ausgabe wird relativ hoch gehandelt, aber das ist wahrscheinlich wieder die Kategorie, irgendjemand glaubt, er sitzt auf Goldreserven von Fort Knox und kriegt das Ding in 5, 6 Jahren nicht verkauft. Die hier sind teilweise auch schon ein bisschen teurer gelistet worden, habe ich gesehen. Ja, dann lieber weiter jagen, Augen aufhalten und vielleicht ergibt sich mal was. Also wirklich viel Printzeug dabei gewesen, stelle ich da mal so fest. Also ihr seht, es ist nicht immer nur Figürchen, Püppchen, Statuen und Co., sondern auch mal was anderes. Und last but not least, was Bücher angeht, auch noch für einen ganz schmalen Taler ein Asterix-Band. Ja, da fange ich jetzt nicht mit dem Sammeln an, aber genau der ist halt ja die ersten ja, beiden Filme auch beinhaltet. Das ist einmal Asterix der Gallier und Asterix und Kleopatra in einem schicken festen Einband. Und ja, es ist dann für mich persönlich eher so Kategorie Filmbuch. Deswegen werde ich jetzt nicht anfangen, Asterix-Comics zu sammeln, weil ja, mein Lieblingsfilm Erobert Rom, den gibt es ja nicht als Comic. Das ist ja meines Wissens nach ja, so ein Zusammenkonstrukt aus diversen Happen von diversen Asterix-Comics. Wie gesagt, soweit ich das weiß, da bin ich jetzt nicht so tief in der Materie drin, aber ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren. So, dann habe ich einen sehr interessanten Stand gefunden. Und zwar war das ein Ehepaar, die sowohl Sammler als auch Antiquare sind. Und die haben Lithografien aus alten Büchern verkauft. Also die haben halt immer Konvolute von alten Büchern um die Jahrhundertwende. Also jetzt nicht auf die 2000er, sondern wirklich von 18 auf 1900. Sie meinte zu mir, ich glaube, das Jüngste, was sie hatte, wäre von 1915. Und der Rest ist halt noch älter. Und da habe ich mir einerseits mitgenommen, ich hoffe, das reflektiert jetzt nicht so stark, eine alte Karte von Liverpool, wirklich in einem richtig guten Zustand. Wird dann auch noch einen Rahmen bekommen. Fand ich einfach klasse. Hat auch ein bisschen persönliche Hintergründe. Ich war tatsächlich vor ein paar Jahren mal da, weil eine befreundete Band seinerzeit die Möglichkeit hatte, im Cavern Club zu spielen, also dem berühmten Musikclub, wo auch die Beatles seinerzeit angefangen haben, wobei die Location ist nicht die eigentliche, sondern die war gegenüber, ja, schlecht vorbereitet, aber ich meine, so war es letzten Endes, aber es war letztendlich die gleiche Straße und ja, das war ein richtig cooler Trip mit allem drum und dran dahin und ja, das ist dann irgendwie so ein Andenken, womit man was verbindet. Ja, deswegen fand ich das einfach cool. Jetzt muss ich nochmal schauen, das ist ja kein klassisches Rahmenformat. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, dass das Ganze noch einen vernünftigen Platz bekommt. Und ja, dann ergänzend dazu, das fand ich von der Lithografie auch super stark gemacht, weil mir diese Komposition auch sehr gut gefallen hat. Das ist aus einer alten Enzyklopädie, sagte man mir, und zwar hier unter den sogenannten Hautflüglern. Einmal eine sehr schöne Fledermaus
Vampirfledermaus müsste es auch sein, Lithografie. Wirklich toll gemacht. Schau mal eben, ob ich da ein bisschen näher an euch drankomme. Ja, auch wie gesagt ein altes Schätzchen, auch so um 1900 rum aus einer alten Enzyklopädie. Wirkte wirklich toll. Die hatten auch ganz, ganz viel davon gehabt. Auch anatomisches, Landkarten, weitere Stadtpläne, Flora, Fauna, Technikzeichnungen. Also ganz, ganz faszinierender Stand. Sieht man nicht alle Tage. Und wie gesagt, ist auch mal was anderes. Und das meinte ich damit mit, ja, ich suche nie irgendwie ganz explizit konkret was, aber es gibt dann immer so Dinge, die man dann ja einfach findet entsprechend, die ins Auge stechen und wo man sagt, gut, das ja, ist eine schöne Deko oder das passt in die Sammlung oder das ergänzt irgendwie das Sammlungsdisplay zu einem Themengebiet sehr gut und das macht einfach Spaß. Und manchmal muss man auch ein bisschen, sieht man auch was, wo man sagt, ja, es ist so bekloppt, aber trotzdem irgendwie cool und ja, es ist nicht nur irgendwie cool, eigentlich ist der ziemlich cool. Ähm, Konnte ich für 2 Euro auch nicht liegen lassen. Und zwar diesen Plüsch Scooby-Doo. Den fand ich richtig cool. Der lag da und ich dachte mir, Mensch, wenn du schon keine Zeit für einen echten Hund hast, dann adoptierst du einfach einen ziemlich ängstlichen und verfressenen. Allein der Blick, Klassiker. Ja, und ich habe ja auch ein Faible für 80er Jahre Cartoons in sämtlicher Hinsicht. Da muss man ja auch nicht jedes Zeug zu sammeln, aber den konnte ich doch für 2 Euro nicht liegen lassen. Ja. So, ich überlege gerade. Das war's soweit vom Trödelhall an der Essener Gruger. Wie gesagt, ist einiges zusammengekommen. Ne? An manchen Tagen denkt man so, ich habe nur so 2, 3 Kleinigkeiten gefunden, aber ja, das waren jetzt insgesamt 4 Tage Trödeltour mit vielen, vielen Schritten und bei teilweise auch extrem warmem Wetter, aber man ist ja nicht zum Vergnügen da. Nein, hat aber trotzdem Spaß gemacht. Gerade die Atmosphäre da ist auch wieder klasse. Menschen sind gut gelaunt, man ne, tauscht sich mit dem einen oder anderen auch entsprechend einfach mal aus. Und ja, tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob der Termin für nächstes Jahr schon feststeht, aber da werde ich definitiv wieder am Start sein, weil bisher habe ich da jedes Jahr immer was gefunden. Mal mehr, mal weniger. Und selbst wenn man mal gar nichts findet, ist man ein bisschen an der Luft, vertritt sich ein bisschen die Beine, sieht ein bisschen was. Und deswegen, ja, Trödelmärkte machen einfach Spaß. Ja, ich hoffe, euch hat das gefallen, mal so einen kleinen Einblick zu bekommen, was der gute da Vombach sich so auf dem Trödel einverleibt, ne, und was der so alles mitnimmt, weil ein roter Faden ist da in meinen Augen jetzt gar nicht zu erkennen, aber ich finde es persönlich nie verkehrt, wenn man vielseitig interessiert ist und sich nicht nur auf eine Sache irgendwie beschränkt, sondern Spaß an mehreren Sachen hat. Da, ja, ist einfach Abwechslung und das ist schön. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, gerne ein Abo dalassen und ja, denkt dran, wer spinnt, hat mehr vom Leben. Geht auch mal auf den Trödel, an frische Luft. Ja, habt eine gute Zeit, lasst es euch gut gehen und ich sag ciao und bis zum nächsten Mal.